Die BMW R1250 GS ist eine herrliche Maschine. Auch nach 15.000 Kilometern kann ich eigentlich nichts Negatives über sie sagen. Sie sieht gut aus, fährt sich wie ein Traum, macht auch als Packesel eine super Figur und einen schönen Sound bringt sie auch noch mit. Und natürlich ist sie vollgepackt mit allerlei Assistenzsystemen, die einen im Alltag unterstützen sollen. So auch mit einer automatischen Berganfahrhilfe, von BMW offiziell Anfahrassistent oder Hill Start Control genannt. Die greift ein, wenn ihr im Hang steht, so wie ich es auf dieser Aufnahme hier gerade tue. Hand oder Fuß habe ich nicht an der Bremse. Zum Weiterfahren lasst ihr dann einfach die Kupplung kommen. An sich eine tolle Sache, denn eine voll beladene GS wird im Berg so viel einfacher zu handeln. Oder man kann auch mal eben im Berg anhalten, um ein schnelles Foto zu machen. Aber es gibt leider auch ein Fettnäpfchen mit diesem System, in welches ich natürlich prompt reingesprungen bin und euch in diesem Video selbstlos an meiner eigenen Dummheit teilhaben lassen will. Ausgangspunkt des Problems: Das System entscheidet selbst, wann es eingreift und wann nicht. Ihr als Fahrer habt keinen Einfluss darauf. Ihr könnt es weder per Knopfdruck aktivieren noch deaktivieren. In steilen Hängen ist beim Anhalten klar, das System wird anspringen, keine Frage. Aber bei geringen Steigungen, in der man die Maschine ohne Bremse auch nur mit den Beinen halten kann, ist es eher so 50-50, ob die Bremse greift oder nicht. Hinzu kommt, dass das System nicht nur bei Steigungen greift, sondern auch bei Gefälle, also wenn ihr in Fahrtrichtung bergab steht. Und genau hier beginnt das Problem dieser Geschichte. Denn stellt euch mal Folgendes vor: Ihr steht mit eurer Maschine auf einem Parkplatz im Hang und zwar Fahrtrichtung bergab. Die Anfahrhilfe greift. Kein Problem, wenn ihr jetzt einfach die Kupplung kommen lassen und nach vorne wegrollen könnt. Aber was ist, wenn das nicht geht? Hier kommt eine kleine Anekdote dazu, denn genau diese Situation hatte ich letzten Sommer in den Serpentinen in Richtung Lysefjord auf dem Weg ans Nordkap. Ich fahre die Straße ins Tal und komme an einem Parkplatz vorbei, wo ich ein schnelles Foto aufnehmen möchte. Dieses hier. Ich will danach sofort weiterfahren, deswegen fahre ich einfach direkt mit dem Vorderrad an die Kante des Abhangs, also Fahrtrichtung bergab und Blick in Richtung Fotomotiv. Von meiner alten F800 GS war ich es gewöhnt, die Maschine dann einfach mit den Beinen kurz ein paar Zentimeter zurückzudrücken, den Lenker einzuschlagen und wegzufahren. Wie steil der Abhang vor mir ist, sieht man bei all der Krümmung durch die Kamera leider nicht sehr gut. Und genau hier geht jetzt im Display das Symbol der Berganfahrhilfe an. Zurückrollen geht jetzt nicht mehr und genau in diesem Moment bemerke ich das große Problem, das ich nun habe. Ich kann weder vor noch zurück. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Maschine noch nicht sehr lange und die automatische Bremse habe ich vorher noch nie in Aktion erlebt. Wenn ihr euch jetzt denkt, ey Chris, du doof, lass die Kupplung doch einfach ein Stück kommen, damit sich die Bremse löst und schieb die Maschine dann nach hinten. Ja klar, das habe ich auch probiert. Aber da ich immer noch im Hang stehe, muss ich auch irgendwann wieder bremsen und dann greift sofort wieder die Berganfahrhilfe. Und der Abgrund kommt dabei immer näher. Ein Teufelskreis meiner eigenen Dummheit entsprungen. Und wie bin ich da rausgekommen? Ja, glücklicherweise ist Norwegen auch zu Pandemiezeiten voller Deutscher und so stand hinter mir zufällig eine deutsche Familie auf dem Parkplatz. Netterweise waren sie bereit, mir zu helfen und ich konnte meine Fahrt fortsetzen. Das Glück ist mit den Dummen, ganz eindeutig. Glaubt mir, das wird mir nie wieder passieren. Übrigens, die Lösung dieses Problems ist spielend einfach. Ich hätte einfach nur den Motor ausschalten müssen. Denn dann geht die Anfahrhilfe automatisch mit aus. Das erfährt man aber erst, wenn man es bis auf Seite 173 der Betriebsanleitung geschafft hat oder es wie ich auf die harte Tour gelernt hat. Was sind eure Kritikpunkte an der GS? Habt ihr welche? Oder wie sieht es bei anderen Marken aus? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen.